Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Der World Boss ist auf F9 fast vorbei. Knapp 5 Stunden geht dieser noch. Falls ihr das Ganze mit live verfolgen wollt, wir sind jetzt gerade live auf Twitch und werden die letzten finalen Stunden vom World Boss auch streamen und begleiten. Und ja, das sieht auf jeden Fall erstmal soweit schon mal gar nicht so schlecht aus mit der Platzierung her. Ja, und ich denke, das wird aber trotzdem noch ziemlich knapp werden. Es ist bei diesem World Boss jetzt so, dass es komplett random ist eigentlich, wer die ersten Plätze belegt. Beim letzten World Boss konnte man noch ein bisschen steuern mit dieser 70-30%igen Munition. Das geht bei diesem World Boss jetzt natürlich nicht mehr, weil man jetzt ja, vorgeschriebene Munition hat, so, die sich jeder kauft, der halt oben mitspielen möchte. Der kauft sich einfach dann die beste Munition, baut das Katapult aus und dann ist nur noch der RNG-Faktor, der entscheidet quasi, ob man halt viel crittet oder eben nicht. Ja, und das ist das bei diesem World Boss. Mehr Einfluss hast du nicht darauf. Ansonsten ja, seht ihr hier schon gerade meine Rewards, die ich bisher hier vom World Boss rausgeholt habe, beziehungsweise rausholen konnte. Wie gesagt, es sind noch ein paar Stunden, aber das sind soweit die Rewards. Ich werde das morgen in dem Video nochmal zusammenfassen, wenn wir die ja, Endbelohnung und sowas alles dann zusammentun, um das halt nochmal zu vergleichen mit den vorherigen World Bossen, was die mich an Geld gekostet haben und was die mir an Rewards gebracht haben. Denn auch diesen World Boss habe ich wieder nahezu, ja, perfekt gespielt, beziehungsweise wollte ich halt eben so spielen, dass ich das Beste raushole, und dazu gehört natürlich auch 24/7 über das ganze Event verteilt ein top ausgebautes Katapult zu haben, ohne Leerlauf, mit der besten Munition, die man haben kann, die ganze Zeit. Mehr kann ich nicht machen und wie gesagt, der Rest entscheidet dann der RNG-Faktor. Worauf ich noch Einfluss nehmen konnte, sind halt die Base-Stats und die Waffe, aber ja, mehr ist es dann am Ende des Tages nicht. Aber ich wollte halt testen, ob ich mit dem Maximalen, was ich aus dem World Boss rausholen kann, mehr oder weniger bekomme als letztes Mal. Weil letztes Mal beim World Boss habe ich auch versucht, das Maximale rauszuholen, was geht, und ja, halt eben auch dementsprechend viel Geld reingesteckt, auch in das Event. Gerade letztes Mal nahezu 200 € ist schon relativ heftig, und wollte aber halt eben gucken, ja, was man aus diesem Event maximal rausholen kann. Und das wollte ich halt auch, wie gesagt, dieses Mal wieder testen. Und genau, das sieht man schon auch anhand der Pilze. Ich musste nochmal aufladen und musste mir nochmal gönnen, weil es nicht mehr gereicht hatte bis zum Ende des Events mit den Katalysatoren, dass ich mir damit noch das Katapult plus die beste Munition bis ganz zum Schluss des Events hätte leisten können. Deswegen musste ich auch nochmal nachladen, aber wie gesagt, ich wollte halt eben das Ding, so wie den letzten World Boss auch, von 1 bis 100% komplett ja, durchspielen, so gut es halt eben geht, um halt auch ein vergleichbares Bild zu haben. Weil eigentlich, theoretisch, müssten wir jetzt mehr Rewards bekommen als beim letzten World Boss, weil ja unser Charakter ja auch in der Zeit stärker geworden ist. Es sind ja wieder 3 Monate her seit dem letzten World Boss, und da haben wir uns natürlich auch Base-Stat technisch ordentlich verbessert, und unsere Waffe ist natürlich durch die Klo-Aura plus nochmal unsere Base-Stats natürlich auch nochmal gestiegen, und von daher ja, sollte das rein von unserem Char schon besser sein von den Rewards her, aber das werden wir mal sehen und abwarten, bis wir halt eben jetzt ganz am Ende des Events soweit angekommen sind, ne? So kann ich aber schon mal sagen, ist es worth, so viel Geld für das Event auszugeben, um diese Rewards hier zu bekommen? Ja, ich würde sagen, eher weniger. Also für mich im Late ist vor allen Dingen ja das Gold interessant, was wir hier bekommen haben, und das ist für das, was man ausgibt, immer noch relativ wenig, was man hier bekommt. Man muss dazu allerdings sagen, man bekommt ganz gute Katalysatoren, Kristalle und Metalle. Das ist vernünftig. Seelen kann keiner was mit anfangen im Late Game mehr. Das ist komplett irrelevant, die Währung. Also da könnte man sich auch überlegen, beim nächsten World Boss da was anderes für hinzuzufügen, für die Late-Game-Spieler oder so.
Das ist leider ja Quatsch. Ansonsten muss man natürlich auch gucken, dass wir hier auch die Endbelohnung haben, die ja dann auch nochmal oben drauf kommen, was ja dann auch nochmal ein ordentlicher Schlag Gold ist und auch an Ressourcen jetzt nicht zu verachten ist, Kristalle und Metalle. Und ja, gerade die brauchen wir natürlich nachher auch im Late Game, weil das Ganze, wenn man die Dinge hier verstärken will, auch mit der Zeit natürlich ziemlich teuer werden. Ne? Und ja, wir können ja einfach mal gucken. Wir haben hier eine Epic-Waffe und können mal schauen, wenn wir die verstärken wollen, wie viel das hier schon kostet. Dann seht ihr, ja, das ist auf jeden Fall schon so ein bisschen was und das ist jetzt halt ein Epic. Ne? Ja, beziehungsweise, ja, macht das 10,8. Das macht gar keinen Unterschied eigentlich. Das ist aber auch schon ordentlich. Hier mein Würfel, der hat ja auch schon knappe 10 Millionen Kristalle gekostet damals. Also das ist schon ziemlich viel nachher und das geht ja auch noch immer weiter. Ne, so höher die Aura-Stufe ist und das Level, desto mehr kosten ja auch dann hier die Kristalle. Und deswegen wird das nachher auch nochmal ziemlich teuer werden. Nochmal hier, ja, uns komplett zu equippen und dann alles, das Equipment auch gleich auf 20 zu ziehen. So, ne? Ja, ansonsten hatte ich mal solche und solche Stunden gehabt, die mal ein bisschen mehr glücksbasiert waren. Hier ist viel durchschnittlich. Also wenn ich so einen Durchschnittsschaden wie hier habe ungefähr, dann ist es so ungefähr der Durchschnitt. Hier hatte ich mal eine sehr glückliche Stunde gehabt, mitten in der Nacht. Das war natürlich sehr cool. Aber wir hatten natürlich auch lange Losing Streaks gehabt. Gerade gestern im Stream, da hatten wir eine 18er, ja, was heißt Losing Streak? Da hatten wir eine 18er Streak gehabt, wo wir 18 Mal hintereinander nicht gekrittet haben. Wo war das denn nochmal hier? Ja, das war auch ziemlich unlucky hier. War das hier? Nee, ne? Nee, das war noch irgendwo anders gewesen. War das früher? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Kann auch sein, ja, hier war das. Hier war das. Jo. Hier, guckt euch das mal an. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Mal hintereinander nicht gekrittet. Und das meine ich halt, das Event ist halt ziemlich random, weil jeder heutzutage halt sich das gleiche Katapult bauen kann, plus halt sich die beste Muni kauft und das war's dann. Ne? Dann ist das halt eben, ja, kann man da nicht mehr so viel Einfluss drauf nehmen. Aber auf der anderen Seite macht es das Event natürlich auch ein bisschen entspannter, sag ich mal. Ne? Deswegen, ja, werden wir begutachten, wo wir am Ende des Tages stehen hier bei dem Event. Wie gesagt, ich selbst habe da jetzt ja keinen großen Einfluss drauf, aber ja, mal schauen. Wir werden gucken und vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Wie gesagt, schaut gerne auf Twitch vorbei, da sind wir jetzt gerade live und bis dahin, ja, soll es soweit gewesen sein. Heute ein bisschen kürzeres Video, aber dafür sind wir noch gleich eben auf Twitch live und dann, ja, war es das soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.